Mit dem Verlassen der Fähre in Marokko beginnt für uns unser bisher größtes Abenteuer. Wir wollen mit unserem eigenen Auto bis ins südliche Afrika fahren. Drei Monate vor dem Start haben wir extra für diese Reise einen spanischen Defender importiert, ihn selber repariert und zum Camper und Overlander ausgebaut. Wird unser Auto halten und werden wir jegliche Herausforderungen der Reise meistern? Schaffen wir es mit unserem alten Defender ohne Panne bis in den Süden? Erreichen wir vor der Regenzeit das südliche Afrika oder versinken wir im Schlamm? Und wie wird es sich anfühlen, unser neues Leben im Defender? Marokko lassen wir recht schnell hinter uns, da wir es in der Vergangenheit ausgiebig bereist haben. Doch wir haben unser erstes großes Ziel fest im Blick: das Auge Afrikas, mitten in der Sahara Mauretaniens. Die Ringstruktur liegt um die 500 Kilometer von der Atlantikküste entfernt. Ortschaften sind auf dem Weg dorthin nur sehr sporadisch anzutreffen. Diesel ist nicht immer verfügbar. Unser Motto daher: wo immer möglich, voll tanken. Für uns heißt es fast 1000 Kilometer quer durch die Sahara. Aber wie sollen wir das schaffen? Wir, die mit unserem Defender gerade einmal ein paar tausend Kilometer auf der Straße nach Mauretanien gefahren sind und von Fahren im Wüstensand so überhaupt keine Ahnung haben. Das Schöne am Reisen ist, es findet sich immer eine Lösung. In unserem Fall sind es Wüstensand erfahrene Overländer, die uns an die Hand nehmen. Sie bringen uns alle Tricks bei und begleiten uns auf der Fahrt zum Auge. Als erste Lektion lernen wir, bei weichem Wüstensand grundsätzlich mit sehr niedrigem Reifendruck zu fahren. Das erhöht die Auflagefläche der Reifen und wir versinken weniger im Sand. Versinken wir doch, können wir uns im einfachsten Fall durch Rückwärtsfahren befreien. In wirklich ernsten Situationen kommen wir nur noch durch vollen Körpereinsatz wieder heraus. Festfahren im Wüstensand passiert selbst den Besten. Als alle Selbstbefreiungsmaßnahmen nicht helfen, sind wir froh, einen Freund dabei zu haben, der uns rauszieht. Ein ausgetrocknetes Flussbett verlangt unserem Defender am Ende alles ab, was wir gelernt haben. Über 10 Kilometer ist der Sand so weich und tief, dass wir mit Vollgas bei höchsten Drehzahlen fahren müssen, um nicht im Wüstensand zu versinken. Der Motor jault, das Auto schwimmt fast unlenkbar und das Fahrwerk knallt immer wieder gegen harte Grasbüsche. Und wir legen in diesen 4 Wochen unsere Angst vor Wüstensand ab.
leiden mit unserem Auto und werden richtige Profis auf diesem Gebiet. Wir sehen so wundervolle Landschaften. Aber ehrlich, dieser Ort, das Auge Afrikas, toppt alles, was wir bisher sahen. Es ist ein mystischer Ort. Hunderte von Kilometern ist der Krater von Sand umgeben. Seine Entstehung ist bis heute nicht vollständig erklärbar. Die ursprüngliche Vermutung eines Meteoriteneinschlages ist nicht nachweisbar. Eher ähnelt die Struktur mit den Ringen einer Explosion. Der Krater selbst hat einen Durchmesser von ca. 40 Kilometern und die Wände seiner Ringe sind stellenweise bis zu 100 Meter hoch. Nach all den Strapazen hat sich unser Defender ein bisschen Liebe verdient. Er bekommt einen Ölwechsel und einen gründlichen Check des Fahrwerks. Glücklicherweise finden wir keine Schäden. Wir lassen den Wüstensand hinter uns und erreichen die Sahelzone und Senegal. Nach 4 Wochen Sand genießen wir die grüne Landschaft und die Gastfreundschaft der Menschen. Yeah, très bon. Voilà. Ça, c'est du poulet rôti. Poulet. Poulet rôti. It's like I'm surprised by the good things in life. Funny how you clear. Vor allem das Sinai-Saloum-Delta hat es uns angetan. Hier versinken wir zwar nicht mit unserem Defender, aber fast mit einer Pirogue. Funny how you clear out all the noise in my head. Starting to think you might know me better than all of my friends. We still smile when we fight, and when I cry, there's no words. You just simply can't. Am Gambia-Fluss fühlen wir Afrika das erste Mal. Meerkatzen entern unser Auto und Nilpferde liegen einfach so im Fluss. Stay for a lifetime. Fall in love for the last time. 'Cause I was a billionaire in one life. Wie instabil die politische Lage in einigen Ländern ist, spüren wir vor unserer Einreise nach Guinea. Es ist eines der ärmsten Länder auf unserer Route. In weiten Teilen des Landes gibt es weder Strom noch fließend Wasser. Nur wenige Wochen vor unserer Einreise explodierte die einzige Raffinerie im Land. Das führt zu einer extremen Knappheit an Diesel und Benzin. Die darauf folgenden lokalen Unruhen veranlasst das Auswärtige Amt zu einer Reisewarnung. Endet unsere Reise schon hier? Wir berechnen unseren Bedarf an Diesel, bewaffnen uns in Senegal mit ausreichend Kanistern, um das Land auf direkten Wege zu durchqueren. Aufgeregt legen wir die ersten Kilometer zurück. Aus Strohhütten heraus treffen uns neugierige Blicke. Kinder winken uns zu und begrüßen uns laut mit Babu, was wohl so viel wie Weiße heißt. Mit jedem Kilometer, der uns durch wunderschöne Landschaften weiter ins Land führt, entspannen wir uns mehr und mehr und fangen an, Guinea und seine Menschen zu lieben.
Guinea ist ein Land mit unglaublich schlechten Straßen und Pisten. Ungläubig bestaunen wir immer wieder die Menschen auf den Autos und diskutieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist. Gesehen haben wir schon viele. Vorbeigeschlängelt haben wir uns auch. In einen Unfall verwickelt wurden wir zum Glück noch nicht. Wilde Tiere gibt es in den Ländern an der Westküste Afrikas fast nicht mehr. In den Zeiten von Krieg und großer Not wurden die Tierbestände von der Bevölkerung fast vollkommen vernichtet. Von den afrikanischen Waldelefanten gibt es im Süden Guineas nur noch 2. Sie wurden vor allem durch Wilderer auf der Suche nach Elfenbein fast ausgerottet. Obwohl sie die Infrastruktur der Orte zerstören, Bananenstauden und Früchte als ihr Eigentum ansehen, stehen die Waldelefanten heute unter besonderem Schutz. Mit 2 ausgebildeten Elefantenschützern machen wir uns auf die Suche und benötigen 2 Tage, bis wir John, den Elefantenbullen, und seinen kleinen Begleiter aufstöbern. Echt cool zu sehen, wie die 2 die Spuren suchen. Genau, im Moment sind sie rechts und links ausgeschwärmt, weil sie sich nicht sicher sind. Also sie haben einen Pfad gefunden, aber ich glaube, sie sind sich nicht sicher, ob er von rechts nach links oder von links nach rechts geht, die Elefanten. Und ja, jetzt stehen wir hier und warten mal ein bisschen und sind gespannt. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es ausdrücken soll. Wir sind fasziniert, beeindruckt, glücklich und traurig zur gleichen Zeit. Jetzt wollen wir es wissen. Die Forschungsstation für Schimpansen in Bossau liegt dicht an der Grenze zu Liberia und ist unser nächstes Ziel. In den Wäldern über der Station lebt eine Gruppe von 5 Schimpansen. Diese sollen ganz besonders sein und als einzige auf der Welt aus vorhandenen Ästen und Zweigen Werkzeuge bauen. Die Arbeit der Forscher besteht auch hier zur meisten Zeit in der Aufklärung der Bevölkerung. Sie versuchen ihnen zu vermitteln, dass die Schimpansen geschützt werden müssen und nicht zu ihrer Nahrungskette gehören. 2 junge Forscher besteigen mit uns den Berg. Wieder erleben wir, dass wilde Tiere sind und ihre eigenen Wege gehen, wann immer es ihnen passt. 2 Tage dauert es, bis sich Fanwa, ein Teenager-Schimpanse, uns zeigt. Nach mehr als 3 Wochen verlassen wir Guinea tief beeindruckt. Ein Land, das wir in nur wenigen Tagen durchqueren wollten, hat uns herzlich aufgenommen und in seinen Bann gezogen. Côte d'Ivoire empfängt uns mit traumhaften Stränden, die wir ausgiebig genießen. Ein Höhepunkt unserer Reise sind die Freundschaften, die wir mit anderen Oberländern schließen. Gegenseitige Hilfsbereitschaft und gemeinsame Erlebnisse zeichnen diese Zeit aus. Vor uns liegen schwierige Länder, nicht nur politisch. Tausende Kilometer Offroad-Pisten durch die Berge Nigerias und Kamerun müssen wir bewältigen und die Regenzeit sitzt uns langsam im Nacken. Wir wollen diese Länder gemeinsam mit 2 weiteren Autos bereisen, planen die Strecke und den Reisezeitraum. We don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over.
Ghana ist das nächste Land auf unserer Route. Es ist eines der wenigen englischsprachigen Länder an der Westküste Afrikas und touristisch bereits gut erschlossen. Hier bekommen wir endlich die lang ersehnte Heckscheibe für unseren Defender, welche wir in Senegal zerstört haben. Wer Ghana besucht, kommt an dem Thema Sklavenhandel nicht vorbei. Wir besuchen die Große Friedrichsburg, eine deutsche Festung an der Küste Ghanas. Ich kann noch immer kaum in Worte fassen, welche Gefühle die bildhafte Darstellung der damaligen Ereignisse in uns Because the auslöst. community refused to give them water. Und? Very hot. And then beneath were storerooms. So originally the wall was in this section. In Togo erklimmen wir den Busch in den Bergen und treffen dort auf Philipp, einen deutschen Aussteiger. Sein selbst erklärtes Ziel ist die Rettung des Regenwaldes und die Bewirtschaftung einer Farm zur vollkommenen Selbstversorgung. Unterstützt wird er dabei von einheimischen jungen Menschen, denen er nicht nur Arbeit, sondern auch Nahrung gibt und die lernen, sich ihre eigenen Farmen aufzubauen. Bildungszentrum auch für Baumaschinen, LKW fahren, das alles hier. Nigeria zählt zu den schwierigsten Ländern auf unserer Route. Weite Teile des Landes sind politisch unkontrolliert und durch immer wiederkehrende terroristische Aktionen wie Entführungen gekennzeichnet. Auch werden wir vor unzähligen Straßensperren, korrupten Polizisten und fast unbefahrbaren Straßen gewarnt. Aus all diesen Gründen durchqueren wir Nigeria im Team mit 2 weiteren Fahrzeugen und Freunden. Vermeintlich gut informiert, durch Geschichten im Internet, erreichen wir angespannt die Grenze und werden sofort eines Besseren belehrt. Freundlich und sehr erfreut darüber, dass wir ihr Land besuchen wollen, werden wir an der Grenze empfangen. Aber nicht nur das. Besonders besorgt sind sie um unsere Sicherheit. Wir werden ausführlich zu unserer geplanten Route befragt und darüber aufgeklärt, welchen Weg wir durch das Land nehmen und welche Teile des Landes wir auf keinen Fall bereisen dürfen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Doch schon auf den ersten Kilometern entspannen wir uns. Die Checkpoints sind unkritisch und winken uns entweder durch oder kontrollieren kurz unsere Papiere. Jedes Mal werden wir mit den Worten „Willkommen in Nigeria, schön, dass ihr da seid" begrüßt. Von Korruption keine Spur bleibt uns Nigeria neben seinen unglaublichen Landschaften als das Land mit den meisten Hallo und Willkommen in Erinnerung. Die Risiken immer im Hinterkopf, fühlen wir uns zu keiner Zeit unsicher oder bedroht. Wir genießen die Fahrt durch das Land und winken den Menschen zu. Angetrieben von diesen positiven Erfahrungen beschließen wir, den größten Nationalpark Afrikas zu besuchen, da er direkt auf unserer Route liegt. Wir sind seit sehr langer Zeit die ersten Besucher, da Nigeria derzeit definitiv nicht auf der Liste der besten Urlaubsländer steht. Auf dem Landweg sind es zwischen 30 und 50 Overländerfahrzeuge, die Nigeria pro Jahr kreuzen, und die wenigsten davon machen einen Stopp im Park. Die Ranger auf ihrem Kontrollgang zu begleiten, ist ein einzigartiges Erlebnis.
Je weiter wir uns in die Berge vorkämpfen, je dünner wird die Besiedelung des Landes. Hier werden wir nach und nach zu richtigen Attraktionen. Wir werden angehalten und interessiert befragt. All the way from Germany. Was ein Video. Oh ja, den Video. Mit den Kindern haben wir besonders viel Spaß. Sie bestaunen uns mit großen Augen und beobachten uns neugierig wie Aliens aus einem Raumschiff. Ja, von German. Die Straßen werden immer schlechter. Da wir mit 4x4 unterwegs sind, machen uns die Straßen nicht so viele Sorgen. Die Brücken dagegen schon. Nicht immer sind wir sicher, ob sie uns tragen wollen und sagen uns an einigen Stellen nur noch Augen zu und durch. Und so erreichen wir die Grenze Nigerias. Hinter ihr liegt ein kilometerlanges Niemandsland, das als extreme Offroad-Piste berüchtigt ist. Von jedem Einzelnen und von uns als Team werden diese Kilometer alles abverlangen, was wir können. Es ist für uns der Moment, in dem klar ist, es ist gut, zusammen zu sein. Das war ein Schreckmoment vom Allerfeinsten. Ne? Wir stehen an der Grenze zu Kamerun und es fängt an zu regnen. Es ist vor uns die rote Sandstraße, die jetzt sich in Minuten in Schlamm verwandelt hat. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob wir heute noch durchkommen. Im Moment, keine Ahnung, schauen wir mal. Kamerun begrüßt uns mit einem orange-grünen Farbenspiel und einsamen Stellplätzen. Für unsere Autos ist es nach diesen Strapazen mal wieder Zeit für etwas Pflege und so verbringen wir ein paar Tage in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns, in einer Werkstatt. Wir dürfen die Infrastruktur nutzen und werden mit Materialien und Ersatzteilen versorgt. Ah, kannst du mir meine Taschenlampe geben? Die liegt vorne. Was machen wir heute? Abschmieren. Die Kardanwelle und die Kardanwellengelenke abschmieren.
Aggressionsreporter als Einweiser. Auf dem Weg aus Kamerun heraus werden wir etwas übermütig und wagen uns allein auf eine Offroad-Strecke. Das wird uns fast zum Verhängnis und bringt Robert an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Normal. Leck. Nach so viel Schlamm entschädigt uns Kongo-Brazzaville mit glatten asphaltierten Straßen und ersten Schimpansen am Straßenrand. Die Fliegen sind gruselig, aber die Aschen sind geil. Der kleine Kongo. Für uns das unbekannteste Land auf dieser Reise. Das unerreichbarste Land. Das Land, in dem wir den Äquator überqueren. Mit unserem eigenen Auto. Einfach unfassbar, dass wir hier sind. Drei. Im Land der Gorillas wollen wir genau diese sehen. Wir machen uns auf den Weg zu einer Auswilderungsstation, die tief im kongolesischen Busch liegt. Auf 2 Inseln werden momentan 3 Gorillas auf ihre Auswilderung vorbereitet. 2 erwachsene Tiere stammen aus europäischen Zoos und müssen das Leben in der Wildnis erst wieder erlernen. Unterstützt werden sie dabei von einem jüngeren Gorilla, der in Freiheit geboren, aber dessen Mutter von Wilderern ermordet wurde. Rund 50 Gorillas wurden hier in den vergangenen Jahren in die Freiheit entlassen. Und das Recht. Jossi? No. Jossi? Kongo-Brazzaville hat aber noch mehr Überraschungen für uns parat. Okay, ich gebe zu. Aufgrund unserer schluderigen Navigation landen wir auf der wohl abenteuerlichsten Strecke des Landes. Für nur 129 Kilometer benötigen wir 2 Tage und sind glücklicherweise immer noch im Team unterwegs. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns echt nicht mehr sicher sind, ob wir weiterkommen. Jetzt ist es nicht nur schlammig und glatt, sondern jetzt ist es vor allen Dingen auch extrem tief von den LKWs ausgefahren. Und genau, jetzt holen die Jungs mal die Sandbleche raus und wir schauen mal ganz langsam Schritt für Schritt, ob wir das schaffen. Die Demokratische Republik Kongo, die alles andere ist als demokratisch, durchqueren wir als letztes Land. Hier heißt es, auf schnellstem und kürzestem Weg von Grenze zu Grenze. Die Stimmung im Land empfinden wir angestrengt, wenn auch freundlich. Nach 24 Stunden und 250 Kilometern verlassen wir die Demokratische Republik Kongo wieder.
Angola heißt ankommen. Wir haben es geschafft. Wir sind an der Westküste entlang durch Nord-, West- und Zentralafrika gefahren. Mit unserem alten Defender, den wir selber repariert und ausgebaut haben. Er musste so viel ertragen. Schlaglöcher, in denen man ganze Autos versenken konnte. Wellblechpisten, Wüstensand, Schlamm und Wasser. Er hat uns nie im Stich gelassen, bis Angola heißt unsere erste Panne. Die Servopumpe ist es, die ihren Geist aufgibt. Mitten im Nichts und über 200 Kilometer von der Hauptstadt mit der neuen Pumpe entfernt. Da müssen die Schrauben vorne weg, was ein bisschen zipfelig ist. Und dafür muss auf jeden Fall das Teil raus. Und damit das Teil raus muss der Schlauch weg. Schaut so aus wie Sodom und Gomorra. Einmal mehr erfahren wir, was afrikanische Hilfsbereitschaft heißt. Mit der Servopumpe bewaffnet machen sich unsere Retter und Helden des Tages auf den Weg. 3 Stunden Autofahrt, 1 Stunde Servopumpeneinbau am Straßenrand und 3 Stunden Autofahrt wieder zurück. Wollen Sie außer den Kosten für die Servopumpe etwas haben? Nein. Zeit ist in Afrika kein Gut, welches bezahlt wird. Wir haben es ihnen trotzdem großzügig entlohnt und sie tief in unser Herz geschlossen. Unser Abenteuer Westküste endet hier. Es war eine so lehrreiche und interessante Zeit. So viele unserer Fragen haben eine Antwort gefunden, doch noch mehr neue Fragen haben sich aufgetan. Wir haben gelacht und gelitten, Freunde gefunden, aber auch Menschen wieder gehen lassen. Wir sind in fremde Kulturen eingetaucht und haben die Auswirkungen unseres Handelns erlebt und gesehen. Bei der so oft erlebten und fast bedingungslosen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft haben wir uns das eine oder andere Mal beschämt gefragt, hätten wir auch so gehandelt? Afrika, du hast unsere Herzen im Sturm erobert. Das Ende dieser Reise ist der Anfang einer neuen Reise durch deine Länder.